Alien Investor präsentiert. In den USA musst du betteln. Du füllst ein Formular nach dem anderen aus und hoffst, dass ein Datenhändler gnädig ist und dein Profil löscht. Freiwillig. Bei uns ist das anders und kaum jemand nutzt es. In Deutschland und Europa musst du nicht bitten, du hast ein Recht, ein einklagbares Recht, aus den Datenbanken zu verschwinden. Ein schöner Unterschied, Commander. Das amerikanische Modell kennt das freundliche Opt-out-Formular. Die europäische Datenschutzgrundverordnung kennt eine Pflicht und eine Frist. Wer diese Werkzeuge kennt, schreibt eine E-Mail statt eines Bitgesuchs. Und genau darum geht es heute. Nicht welches Tool du klickst, sondern welches Recht dahinter steht. Denn das Recht altert nicht. Thorsten, zeig ihnen, gegen wen wir hier eigentlich antreten. 1. Kenne deinen Gegner. Bevor du etwas löschst, solltest du wissen, was dort überhaupt steht. Ein Datenhändler ist ein Unternehmen, dessen einziges Geschäft es ist, Profile über Menschen zu führen und diese Profile zu verkaufen. In so einem Profil steht mehr, als die meisten glauben. Name und aktuelle Adresse, frühere Wohnorte, die Berufshistorie, Bonitätsdaten, das geschätzte Einkommen, Kaufgewohnheiten und soziale Verbindungen, zusammengesetzt aus Dutzenden Quellen, die für sich harmlos wirken. Dieses Material ist eine Ware. Es wird verkauft an Vermieter, an Arbeitgeber, an Versicherungen. Und im schlimmsten Fall an jemanden, der eine bestimmte Person finden will. Der wichtigste Satz zuerst. Anders als in den USA musst du hier nicht auf Kulanz hoffen. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung gibt dir echte Hebel. Und die schauen wir uns jetzt der Reihe nach an. 2. Du hast ein Recht, kein Bitgesuch. Der erste Hebel ist das Auskunftsrecht. Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung gibt jedem das kostenlose Recht auf eine vollständige Kopie der über ihn gespeicherten Daten. Dazu gehört nicht nur, was gespeichert ist, sondern auch, woher die Daten stammen, wozu sie verwendet werden und an wen sie bereits weitergegeben wurden. Das zeigt dir, wie tief der Datensatz wirklich reicht. Der Weg dahin ist erstaunlich formlos. Eine einfache E-Mail an den Datenschutzbeauftragten des Anbieters genügt. Ein Satz, dass du Auskunft nach Artikel 15 verlangst. Kein Formular und keine Gebühr. Einen Ausweis musst du nicht mitschicken. Nur wenn der Anbieter echte Zweifel an deiner Identität hat, darf er einen Nachweis verlangen. Ein Punkt ist dabei entscheidend. Für solche Anfragen nimmst du niemals deine echte Haupt-E-Mail-Adresse, sondern eine maskierte Adresse. Sonst legt ausgerechnet die Anfrage, mit der du dich schützen willst, eine frische Datenspur. Wie so eine maskierte Adresse funktioniert, steht im Buch. 3. Der scharfe Hebel, Widerspruch und Löschung. Auskunft allein löscht noch nichts. Der eigentliche Hebel ist der Widerspruch. Artikel 21 der Datenschutzgrundverordnung. Die meisten Marketing-Datenhändler stützen ihre Verarbeitung auf ein sogenanntes berechtigtes Interesse. Und genau hier ist der Widerspruch gegen Direktwerbung ein absolutes Recht. Keine Interessenabwägung, kein Wir prüfen das noch. Der Anbieter muss stoppen. Auf den Widerspruch folgt die Löschung. Artikel 17. Nach einem erfolgreichen Widerspruch entsteht die Pflicht zu löschen. Und wenn der Händler die Daten schon weitergereicht hat, muss er auch die Empfänger zur Löschung auffordern. Für all das gilt eine gesetzliche Frist. Der Anbieter muss innerhalb eines Monats reagieren, in Ausnahmefällen darf er um bis zu 2 weitere Monate verlängern. Reagiert er gar nicht, hast du einen kostenlosen nächsten Schritt. Du kannst dich bei der zuständigen Datenschutzbehörde beschweren, ohne Anwalt, ohne Kosten. Und die möglichen Bußgelder gehen bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten Jahresumsatzes, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Das ist kein leeres Drohwort. 4. Der größte Adresshändler ist ein Amt. Jetzt kommt der Teil, den kaum jemand kennt. Der größte Adresshändler Deutschlands ist keine Firma. Es ist das Einwohnermeldeamt. Über die einfache Melderegisterauskunft kann grundsätzlich jeder deine aktuelle Meldeadresse abfragen. Eine Privatperson, ein Inkassobüro, ein Adresshändler. Gegen eine kleine Gebühr und einen Grund muss der Anfragende dafür nicht einmal nennen. Er muss nur erklären, dass er die Adresse nicht für Werbung nutzt. Das Melderegister lässt sich aber härten. Der erste Hebel ist für jeden sofort und kostenlos. Ohne deinen Widerspruch darf das Amt deine Daten an eine ganze Reihe von Stellen weitergeben. An Parteienvorwahlen, an Adressbuchverlage, an Stellen, die bei runden Geburtstagen oder Ehejubiläen anfragen. Gegen jede dieser Weitergaben kannst du formlos widersprechen. Ein einziges Schreiben ans Amt und die meisten haben dafür ein Sammelformular. Der zweite Hebel ist für Menschen in Gefahr.
Wer glaubhaft macht, dass durch eine Auskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit oder Freiheit entstehen kann, etwa bei Stalking oder häuslicher Gewalt, bekommt eine Auskunftssperre. Dann gibt das Amt die Adresse grundsätzlich nicht mehr heraus und prüft jede Anfrage einzeln. Das ist der schnellste Datenschutzgewinn, den es bei einer deutschen Behörde gibt. Ein Formular und ein großer Teil des legalen Adresshandels über dich ist trockengelegt. Von die Akte, die dir angelegt wird, während du schweigst. Zum Schluss die empfindlichste Datenkategorie überhaupt, die Gesundheitsdaten. Und hier läuft gerade eine Entscheidung ab, die viele unbemerkt verpassen. Seit dem Jahr 2025 wird die elektronische Patientenakte schrittweise für alle gesetzlich Versicherten angelegt, als Widerspruchslösung. Das heißt, wer nichts tut, bekommt sie. In dieser Akte sammeln sich Befunde, Arztbriefe, Medikamente und Abrechnungsdaten. Das kann medizinisch nützlich sein, aber es ist eine zentrale, lebenslange Sammlung der intimsten Daten, die es über einen Menschen gibt. Diagnosen, Psychotherapien, Medikamente. Diese Entscheidung sollte bewusst fallen, nicht als verpasste Frist. Und das Beste: der Widerspruch ist einfach. Formlos bei der eigenen Krankenkasse, jederzeit, auch nachträglich. Dann wird die Akte samt Inhalt gelöscht. Schweigen bedeutet hier Zustimmung. Nur ein aktiver Widerspruch bedeutet Nein. 5 Hebel. Vom Datenhändler über das Amt bis zur Krankenkasse. Alle beruhen auf einem Recht, das du schon hast. Was daraus folgt, dazu zurück an den Commander. Bevor es weitergeht, kurz zum Fundament deiner Freiheit. Geld. Wenn du unkompliziert Bitcoin kaufen und gleichzeitig diesen Kanal unterstützen willst, habe ich was für dich. Mit 21 Bitcoin kannst du unkompliziert und schnell Bitcoin kaufen und gleich per Auto-Wallet-Transfer auf deine eigene Wallet übertragen lassen. Ich habe das Kennwort Alien Investor im System hinterlegt. Das ermöglicht eine Ersparnis von 20% bei den Kosten für den Kauf bei 21 Bitcoin. Genau, und wer Bitcoin hat, muss sie auch wie ein Profi sichern. Ich nutze dafür die Bitbox. Für diese digitale Tresorschachtel aus der Schweiz gibt es mit unserem Kennwort 5% Preisnachlass. Die Verlinkungen dazu befinden sich unter der Videobeschreibung. Und da liegt der eigentliche Punkt. In den USA ist Löschen ein Gnadenakt. Bei uns ist es dein Recht. Auskunft, Widerspruch, Löschung. Das sind keine Bitten. Das sind Pflichten der Gegenseite. Mit einer Frist und mit einer Behörde im Rücken, die kostenlos für dich einschreitet. Und weil wir dabei sind, Commander, räume ich mit dem größten Irrtum auf. Viele glauben, ein einmal gelöschtes Profil sei für immer weg. Das ist nicht. Datenhändler sammeln laufend neu. Deshalb ist die Löschung keine Aktion, sondern eine Gewohnheit. Ein Durchgang jetzt, ein zweiter in 6 Monaten. Was verschwunden ist, bleibt kontrolliert. Was neu auftaucht, fliegt wieder raus. Genau, und deshalb ist die Frage nicht, welches Tool das Beste ist. Die Frage ist, ob du dein Recht überhaupt benutzt. Das Warum hast du jetzt gehört, die konkreten Schritte, welcher Händler zuerst wie die maskierte Adresse aufgesetzt wird, wie du die Schufa und die Suchmaschinen angehst, die stehen Schritt für Schritt im zweiten Band über digitale Souveränität. Fassen wir es nüchtern zusammen, Commander. Artikel 15 holt die Auskunft. Artikel 21 ist der absolute Widerspruch gegen Werbung. Artikel 17 löscht. Ein Monat Frist, danach die kostenlose Beschwerde. Das Melderegister härtest du mit den Übermittlungssperren, bei echter Gefahr mit der Auskunftssperre. Und der elektronischen Patentenakte widersprichst du bewusst, statt eine Frist zu verpassen. Wer das verstanden hat, ist kein Datensatz mehr, der sich alles gefallen lässt. Das ganze System steht in den Büchern, beide Bände bauen aufeinander auf. Fang an, wo du willst, aber fang an. Und bis dahin merk dir nur eins, vertraue niemanden, manage deine Finanzen selbst. Wenn dir das Video gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren und Links in der Beschreibung benutzen, um den Kanal zu unterstützen. Und falls du es noch nicht wusstest, auf alieninvestor.org findest du das alles selbst. Mein Bitcoin-Steuertool, mit dem du deine Steuer ohne fremde Hilfe machst, der Alien Analyzer, der dir Aktien wie Apple auf Herz und Nieren prüft, meine Aktienanalysen und meine laufenden Bitcoin-Kursanalysen, der Powerlord Chart und mein Mission Control Dashboard, meine Blogartikel zu allen wichtigen Themen, meine Apps im Nostos App Store, frei von Google und Apple, meine Bücher, direkt bei mir oder als Kindle und das Alien Phone, ein Handy mit vorinstalliertem Graphene OS, ein Ort, ein Ziel, deine digitale Souveränität.